Heute geht es über den sehenswert felsigen Höllenberg bei Spiegelbach im Pfälzerwald. Schöne Halbtagestour, willkommen bei Gipfelschluck. Los geht's. Nach dem Start vom Wanderparkplatz beim Friedhof in Spiegelbach geht es auf einem schönen Pfad erst einmal ein paar Meter bergan. Schon nach wenigen Minuten passieren wir einen schönen Pausenplatz mit Blick über Spiegelbach, bevor wir noch einmal dem Ort näher kommen. Die Route führt über den Sportplatz, bevor es bis zum Ende der Tour in den Wald hineingeht. Wie wir es vom Pfälzerwald gewohnt sind, ist auch diese Tour sehr gut ausgeschildert. Heute folgen wir dem roten Symbol der Spiegelbacher Höllenberg-Tour. Nach dem Sportplatz und einem Abschnitt auf einem Forstweg geht es auf schönem Pfade bergan in Richtung des kleinen Ferkelsteins, den wir nach einer guten halben Stunde erreichen. Mitten im Wald ragen hier markant geformte Felsplatten wie Steinscheiben aus dem Boden heraus. Auf den kleinen Ferkelstein folgt nochmal eine kurze Passage auf einem Forstweg. Dort bietet sich teilweise ein toller Blick hinüber auf den gegenüberliegenden Rindsberg, bevor wir den großen Ferkelstein erreichen. Vom Felsplateau des großen Ferkelsteins bietet sich ein schönes Pfälzerwaldpanorama, das durch den umgebenden Baumbestand aber auch etwas eingeschränkt wird. Im Anschluss führt unsere Route nun über den Höllenbergkamm, atmosphärisch der schönste Teil der heutigen Tour. Bei leichtem Auf und Ab wandern wir zwischen interessanten Stein- und Felsformationen hindurch. Wer hier etwas schneller unterwegs sein möchte, dem sei die Höllenberg Trail Trophy empfohlen, ein Volkslauf, dessen Route teilweise über den Höllenberg führt, eine schöne Veranstaltung des ortsansässigen Sportvereins, an der ich auch schon teilgenommen habe. Im Angebot sind dabei mehrere Längen an Laufstrecken, aber auch ein Mountainbike-Rennen. Auf unserer Wanderung erreichen wir nun den Klingelkopf, 455 Meter hoch und höchster Punkt der heutigen Tour. Damit selbstredend, super Ort für einen Gipfelschluck. Heute 12 Jahre Glenlivet, schottischer Whisky noch im Flachmann. Zum Wohl. Auch nach dem Klingelkopf geht die Wanderung auf dem schönen Kammweg des Höllenbergs weiter. Zwischendurch gibt es die Abzweigoption zur Ochsenbornquelle, ein kleiner Abstecher von gut 5 Minuten, der aus meiner Sicht aber eher unter die Kategorie kann man machen, muss man aber nicht machen fällt. Am Ende des Höllenbergkamms treffen wir auf einen Wegweiser mit dem Hinweis auf die Tour zu den Geiersteinen. Denkbar ist an dieser Stelle, die Tour zu den Geiersteinen zu ergänzen und aus der heutigen Halbtagestour eine Ganztagestour zu machen. Bei mir bleibt es heute bei der Halbtagestour. Kurz nach dem Wegweiser erreiche ich einen schönen Pausenplatz unmittelbar neben dem eindrucksvollen Friedrichsfelsen. Der Friedrichsfelsen befindet sich direkt oberhalb von der Ortschaft Lug, ein weiterer schöner Aussichtspunkt der heutigen Tour. Eine Kurzbeschreibung zu dieser Tour, wie auch zu anderen weiteren schönen Touren, zum Beispiel der empfehlenswerte Wasgau-Felsenweg, könnt ihr dem Pfälzer Tourenbuch entnehmen, ein PDF, das ihr auf pfalz.de herunterladen könnt. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Auf den Friedrichsfelsen folgt direkt nach relativ kurzer Wegstrecke von gut 300 Metern das nächste Highlight, der Höllenfelsen, ein weiterer schöner Aussichtspunkt inklusive toller Pausenbank. Unweit vom Höllenfelsen gibt es nochmals einen schönen Pausenplatz, der gleichzeitig auch eine wunderbare Aussicht bietet. Danach sind es noch gut 2 Kilometer zurück zum Ausgangspunkt, daher ein kleines Fazit. Die schöne Halbtagestour über den Höllenberg bietet einiges, atmosphärisch toll, der Abschnitt über den Kamm, dazu 2 tolle Aussichtspunkte mit dem Höllenfelsen und dem Friedrichsfelsen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, schaut gerne auch mal in meine anderen Videos zum Pfälzerwald rein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Gipfelschluck, habt Spaß und seid freundlich miteinander.